Ich will heute mal über meine Erfahrung mit dem Thema Schwermetallen erzählen. Ein bisschen motivieren, warum das so wichtig ist, das Thema. Es kann sein, der eine oder die andere hat das noch nicht auf dem Schirm. Und falls doch, also falls sich jemand damit schon beschäftigt hat oder auch mehr beschäftigt hat, sind dann vielleicht auch hier ein paar gute Infos drin, die dir weiterhelfen. Weil letztendlich geht es darum, diese Schwermetalle aus unserem Körper zum einen wieder rauszubringen, aber auch, dass man kontinuierlich sozusagen, weil es kommt immer wieder was Neues rein, dass man den Körper so unterstützt, dass das kontinuierlich auch wieder rausgeht. Aber zum ersten Mal, um was geht es hier? Schwermetalle, wer früher im Chemieunterricht aufgepasst hat, wir haben ja die klassischen Metalle wie Blei, Quecksilber, Cadmium, Aluminium, ne? Um jetzt nur mal Arsen vielleicht noch, um mal ein paar zu nennen. Und das Problem ist, dass sich von denen mittlerweile so viel in der Umwelt herumtreibt. Man kann es eigentlich gar nicht mehr vermeiden. Man muss einfach nur schauen, was trinke ich jeden Tag. Das fängt mit Wasser an, ein paar Liter Wasser, paar tausend Liter Sauerstoff, was ich einatme. Ne? Dann habe ich das Essen, Trinken, also im Prinzip von allen Seiten habe ich diese Umweltbelastung und diese Schwermetalle sind halt dann da. Und die lagern sich dann halt im Körper an und irgendwann läuft dann das Fass über. Das ist also das Problem, dass ich irgendwann eine kritische Menge erreicht habe, wo der Körper nicht mehr damit umgehen kann. Also nicht von heute auf morgen, sondern über längere Zeit. Die typischen Symptome, die dann auftreten, hängen eng zusammen mit was man, wenn man schaut, wie wenn man jetzt Schädigungen hat in den Mitochondrien, in unseren kleinen Zellkraftwerken. Die stellen ja primär Energie her und die mögen natürlich diese Schwermetalle nicht. Auf biochemischer Ebene werden dann halt ganz viele Prozesse, die da ablaufen, in der Zelle, in den Mitochondrien gestört und können nicht mehr ordnungsgemäß ablaufen. Und dadurch hat die Zelle weniger Energie, dadurch haben die Organe weniger Energie, der ganze Körper, das Gehirn und so weiter. Und das ist einer der Probleme. Und man sieht dann typische Symptome dann, wenn Mitochondrien nicht mehr so gut laufen. Man hat weniger Energie, man ist weniger belastbar. Ne? Und vom Gehirn her merkt man dann, dass man zum Teil sich schlechter konzentrieren kann. Man vergisst Sachen häufiger, also Vergesslichkeiten oder der sogenannte Brain Fog, den gibt es auch, ne, wo auf einmal ist nichts mehr da. Man hat irgendeine Idee gehabt, ist weg. Ne, Brain Fog. Und ja, also auf Gehirn, aber auch andere Organe, Herz, Leber und so weiter, Nieren sind davon betroffen. Und in der Regel sind die Symptome am Anfang noch nicht so stark. Das baut sich dann auf. Ne? Also ich rede nicht von Monaten oder ein paar Jahren, sondern wirklich über ein paar Jahrzehnte. Und das ist die Motivation hier, dass dann irgendwann, wenn dieses Fass überläuft, dann ist es leider zu spät. Ne? Das heißt, dann wieder das Rad zurückdrehen, sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist es schlau, dass man erstmal über diese Gefahren Bescheid weiß. Und ich denke mal, wenn du das Video hier schaust, bist du da proaktiv und interessierst dich zumindest dafür, sonst würdest du dir das nicht anschauen. Aber vielleicht bist du auch schon tiefer da drin und weißt, ja klar, erzählst mir jetzt nichts Neues, das weiß ich alles, wie schwierig, also die Schwierigkeiten, die sich hiermit ergeben und die Wichtigkeit dieses Problems. Ne? Aber das erstmal zur Motivation. Und ja, warum rede ich überhaupt darüber? Weil das hat mich ja damals auch selbst erwischt. Ich hatte ja 20 Jahre lang in Kalifornien gelebt und anscheinend war da die Schwermetallbelastung extrem hoch. Wie ich dann 2016 nach Berlin kam, da hatte ich dann zum ersten Mal integrative, funktionelle Mediziner kennengelernt. Und ja, ich hatte auch alle möglichen Symptomatiken. Ich war bei Kardiologen und die konnten ja so nichts sehen. Dann so nach dem Motto, naja, hier hast ein paar Pillen, dann ist gut.
Aber die integrative Ärztin, die hat sich das genauer angeschaut und die hat dann angefangen, das auch mal zu messen. Ich wusste vorher auch noch nichts darüber. Und dann kam dann raus, oh je, ne? Volle Ladung. Und es wurde dann auch, es wurde nicht nur einmal gemessen, da wurden dann auch im Laufe der nächsten 2 Jahre einige Messungen gemacht. Das waren sehr hohe Levels. Und wie man dann in der Regel vorgeht, wenn das erstmal wirklich starke Belastungen sind, da gibt es sogenannte Schwermetallausleitungen mit Chelat, DMPS, das sind verschiedene Chelatoren, die mobilisieren diese Metalle und damit versucht man, dass die dann letztendlich über die Leber, über die Nieren, über den Stuhl letztendlich auch wieder ausgeschieden werden. Und das ist ein Prozess. Ne? Und so habe ich dann an diesen Schwermetallen bestimmt erstmal 2 Jahre mit diesen Ausleitungen gearbeitet, manchmal 2 pro Monat, manchmal eine. Das war sehr zäh und da liegt man natürlich an 1,5 Stunden bis 2 Stunden an so einer Infusion. Und es ist auch zum Teil recht aggressiv, weil halt diese Ausleitung nicht nur die schlechten Metalle rausholt, sondern auch die guten Sachen, die muss man dann wieder auffüllen. Und deshalb brauchen solche Mediziner, Umweltmedizin nennt sich ja der Teilbereich, die müssen schon sehr erfahren sein und sich gut damit auskennen, wie man da eine Balance hinbekommt. Sonst hat man auf der anderen Seite gleich wieder mehr Probleme. Ne? Und man sieht auch dann, dass die Levels, was dann da rauskommt, das misst man mit, nach so einer Ausleitung, misst man das in der Regel im Urin. Dann sieht man, wie viel Quecksilber als Beispiel oder Aluminium jetzt da rausgeholt wurde. Dann gibt es Referenzwerte und dann sieht man, war da jetzt viel drin, dann geht man davon aus, da ist wahrscheinlich noch mehr. Und deshalb sind diese Werte, die man da sieht in den Messungen, gehen die auch nicht kontinuierlich runter. Man sieht da Schwankungen drin. Und ja, aber wenn man das lang genug macht, dann hat man irgendwann in der Regel mal einen Level erreicht, wo es jetzt sagt, okay, so ist es jetzt ganz gut. Ne? Aber so bin ich da reingekommen. Und wie ich mich dann später tiefer in dieses Feld selbst eingearbeitet habe, habe ich durch die Epigenetik erstmal wirklich gelernt, was der Körper braucht, um erfolgreich zu entgiften. Da gibt es ja auch einige heutzutage so viele Möglichkeiten, was man da im Internet findet, was es alles für Detox-Kuren gibt, für den Darm und was ich da alles machen kann, um angeblich Schwermetalle zu entgiften. In der Regel ist das aber das Problem, die Leute kennen sich null damit aus, die lesen irgendwas und machen dann irgendeine Darmkur oder irgendeinen keine Ahnung, Tee oder was auch immer dann dabei rauskommt, ohne überhaupt zu wissen, ob der Körper das überhaupt entgiften kann, wenn jetzt was mobilisiert wird. Ich streite ja gar nicht ab, dass es zum Beispiel irgendwelche Substanzen gibt, die man sich dann trinken kann oder durch Ernährung, die man einnimmt, um jetzt Entgiftung anzukurbeln. Aber wenn diese Gifte dann mobilisiert werden und der Körper kann sie dann nicht ausleiten, dann habe ich ein Problem, dann habe ich noch mehr Symptome wie vorher und dann wird das Ganze eigentlich nur verschoben. Nehmen wir mal an, ich mache so eine harte Abmagerungskur, ich verliere 3-4 Kilogramm Fett. In dem Fett speichert sich natürlich einiges an Schwermetallen, das wird dann freigesetzt. Aber wenn der Körper das jetzt nicht aus dem Körper rauskriegt, das wird dann letztendlich nur verschoben, dann habe ich es vielleicht jetzt im Gehirn. So, toll. Ne? Was hat das jetzt gebracht? Und deshalb ist es halt schwierig, dass halt viele Leute gehen es halt komplett falsch an. Und es ist halt ein komplexes Thema. Deshalb gibt es ja Umweltmediziner, die sich darauf spezialisiert haben. Aber in der Regel muss es auch jetzt nicht so hart sein. Also wenn ich jetzt eine in Anführungszeichen normale Schwermetallbelastung habe. Das heißt, ich kann die hier bei mir in der Epigenetikpraxis messen mit einem Laser. Laserspektronomie ist das Verfahren, das hat sich jahrzehntelang aus der Physik letztendlich hat sich bewährt, weil diese Metalle letztendlich eine bestimmte Frequenz, wenn ich sie anstrahle mit einem Laser, reflektieren und dadurch kann ich sehr genau jetzt nachmessen, wie viel da im Gewebe ist. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, die Belastung ist vielleicht gar nicht so hoch,
Ne, die ist vielleicht so, was man jetzt, nehmen wir mal an, eine 40-jährige Frau kommt rein, man misst das, man kann dann sehen, naja, das ist eigentlich so normal, was man vorfindet. Also in der Regel schon hoch, das will ich jetzt nicht bestreiten, aber es ist sowas, was man eigentlich immer findet. Ne? Also es gibt heutzutage, das muss man auch ganz klar sehen, ich habe noch keinen hier bei mir gehabt, der eine niedrige Belastung mit Schwermetallen hat. Ne? Also wenn sich jetzt jemand sagt, naja, das interessiert mich eh nicht, ich bin ja gesund, ne? Dann lass uns das mal messen. Ne? Dann können wir mal dann darüber reden, wie viel da tatsächlich da drin ist. Also ich habe noch keinen gehabt, wo wenig drin war. In der Regel durchschnittliche Werte, die aber schon erhöht waren, aber viel öfters sehr, sehr hohe Werte. Ne? Und wenn die wirklich so hoch sind, in dem Fall ja definitiv der Weg zum Umweltmediziner ist da natürlich angebracht und da muss man wahrscheinlich dann tatsächlich mit so Ausleitungsmethoden, es gibt auch eine Plasmapherese, Inospherese, so eine Art Blutwäsche, kann man sich vorstellen, hatte ich auch schon mal bei mir gemacht. Da holt man auch viel mit raus, aber sehr invasives Verfahren, dauert sehr lange. Und da ist immer die Frage, muss man mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ne? Also wenn man das jetzt anfangen will oder da auch schon ein bisschen was gemacht hat, wie würde ich jetzt vorgehen? Ne? Ich würde mir erstmal anschauen, wie durch meine Genetik, wie ist mein Körper aufgebaut? Wie sind die Gene, die mit Entgiftung zu tun haben, wie arbeiten die? Das wäre der erste Ansatz, um zu schauen, kann mein Körper eigentlich regulär entgiften oder braucht er Unterstützung? Unterstützung zum Beispiel in Form von Ernährungsumstellungen, in Form von mehr Sport, Bewegung, besseren Schlaf, ne, typischen Sachen, aber auch vielleicht spezielle Mikronährstoffe, die diese Entgiftungsprozesse unterstützen. Und hier gilt es dabei erstmal in der Regel braucht man da mal so 2 Monate, um diese Entgiftungssysteme, je nachdem wie gut die funktionieren, wieder in Schwung zu bekommen. Und wenn die dann funktionieren, kann man mit so einem regelmäßigen Entgiftungsprotokoll, hauptsächlich durch Mikronährstoffe, einiges an diesen Schwermetallen nach und nach aus dem Körper holen. Das ist machbar. Nicht von heute auf morgen, aber ich habe dazu auch ein paar Posts mal gemacht. Man sieht so, wenn man einmal im Vierteljahr dann eine Messung macht, dass sich das in der Regel ein paar Prozent geht's nach unten. Das ist ein super Erfolg in dem Sinne dann schon. Und so hat man langsam und gemütlich, vielleicht nach 2, 3 Jahren, je nachdem wie schlimm der Bestand an Metallen war, kriegt man das so langsam runter. Also das ist eine Möglichkeit, die ist non-invasiv, funktioniert sehr gut und das ist auch, was ich empfehle. Falls aber jetzt diese Belastung wesentlich höher ist, rate ich in der Regel auch immer erstmal den Körper, diese Entgiftungssysteme kennenzulernen, aufzubauen, dass sie gut funktionieren und dann, wenn sie gut funktionieren, kann man so Sachen jetzt mit Chelat, Ausleitung angehen oder auch andere Möglichkeiten, die damit zusammenhängen, die auf jeden Fall mehr invasiv sind. Aber da kommt dann natürlich auch mehr raus, dann geht das Ganze auch schneller, was in so Fällen dann auch tatsächlich Sinn macht. Ne? Das muss man sich anschauen und da muss man am Ball bleiben, weil selbst wenn ich es jetzt geschafft habe, nehmen wir an, ich hatte jetzt eine mittlere Belastung, habe jetzt 2 Jahre lang über Entgiftungsprotokoll gemütlich die Sachen rausgeholt. Jetzt habe ich relativ niedrige Werte. Wenn ich dann aufhöre, gehen die natürlich auch mit der Zeit wieder nach oben. Ne? Also wenn ich nichts mache, habe ich einen kontinuierlichen Anstieg heutzutage. Und wenn ich was mache, kann ich, je nachdem wie viel ich mache, kann ich sie langsam nach unten bekommen oder zumindest kann ich sie auf so einem Level halten. Also das ist ein lebenslanger Prozess. Letztendlich dieses Entgiftungsthema, es wird nicht weggehen. Und hier hoffe ich, dass du jetzt ein paar Einblicke bekommen hast durch das Video. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt 10 Jahre lang ungefähr damit rumgequält und ich würde sagen, in den letzten 2, 3 Jahren hatte ich wirklich die Durchbrüche gehabt. Mittlerweile ist meine Schwermetallbelastung recht niedrig. Die ist natürlich auch noch nicht perfekt, aber ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren primär nur durch Mikronährstoffe die Belastung weiter nach unten gebracht und so kann man auch jetzt gut damit leben. Aber man kann natürlich immer noch ein bisschen mehr machen. Ne? Aber wichtig hierbei ist, guck, dass du dir das mal anschaust für dich selbst.
Merkst du Symptome, die ich aufgeführt habe? Lass das mal durchchecken. Kann ich nur empfehlen, geht sehr schnell. Und wenn du siehst, oh ja, da müsste man vielleicht was tun, lass dich dazu gut beraten. Und anstatt irgendwie sinnlos mit irgendwas anzufangen, arbeite hier definitiv mit Experten zusammen, die sich da auskennen, in der Materie drin sind. Und wenn du was bekommst, was so eine Art Zauberlösung ist, hier hast du das Pulver, das nimmst du 4 Wochen, dann war's das. Sage ich dir gleich, da bist du an der falschen Adresse. Das funktioniert nicht. Also es gibt hier keinen Quick-Fix und keine magischen Lösungen. Es gibt hier solide Verfahren, wie man das machen kann, aber du brauchst dafür Experten.